In der Baubranche blüht die Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit wie nirgendwo sonst. Hier, mitten in Deutschland, mitten in Europa, da wird richtig Geld gewaschen. Keine Sirenen, kein gewagter Casinoraub. Stattdessen Ziegelsteine, Baupläne und Betonmischer. So unspektakulär es klingt, so clever ist es. Das Baugewerbe in Deutschland. Es ist eine gewaltige Maschine, getrieben von 1 Million Beschäftigten und einem Umsatz von 162 Milliarden Euro. Wo Geld in Strömen fließt, sind auch immer die Haie nicht weit, die auf ihren Anteil aus sind. Die Basis der Geldwäsche auf Baustellen sind Scheinfirmen. Diese Unternehmen existieren nur auf dem Papier und haben keine echten Bauarbeiter, keine Maschinen und ihre Büros sind oft leere Räume oder Postfächer. Ihr einziger Zweck ist es, Rechnungen auszustellen, die tatsächlich nie erbrachte Leistungen und nie geliefertes Material bescheinigen. Diese Rechnungen sehen offiziell aus und tragen zur Legalisierung von illegal erworbenem Geld bei. Doch wie genau fließt dieses Geld? Der erste Schritt beginnt beim gefakten Subunternehmen, das offiziell als Partner auftritt, aber in Wirklichkeit nur ein Tarnunternehmen ist. Auf dem Papier sieht es so aus, als würde das Subunternehmen der Baufirma bestimmte Leistungen anbieten. Vielleicht Beratungsdienste, Planungskosten oder sogar Materiallieferungen. Für diese vermeintlichen Leistungen stellt das Subunternehmen der Baufirma Rechnungen aus, die auf den ersten Blick völlig echt wirken. Diese Rechnungen gehen direkt in die Buchhaltung und tarnen die Schwarzgeldzahlung als Betriebsausgabe. Doch statt eine große Summe auf einmal zu überweisen, was sofort Verdacht erregen würde, spaltet die Baufirma das Geld oft in kleinere Beträge auf. Über Wochen oder Monate hinweg fließen dann regelmäßige Überweisungen an das Subunternehmen, sodass es aussieht wie eine normale Geschäftsbeziehung. Jede kleine Summe scheint ein ganz normaler Geschäftsvorgang zu sein. So bleibt das Schwarzgeld unsichtbar, versteckt in vielen unauffälligen kleinen Transaktionen. Eine weitere Tarnung ist der Zwischenhändler-Trick. Das Subunternehmen tritt als Lieferant für Baumaterial oder Maschinen auf. Die Baufirma kauft offiziell Beton, Stahl oder Baugeräte über dieses Subunternehmen. Die Rechnungen dafür landen in der Buchhaltung der Baufirma und wirken wie ganz normale Materialkosten. Tatsächlich wird das Material jedoch gar nicht geliefert. Das Geld verschwindet beim Subunternehmen, als wäre es in einem schwarzen Loch gelandet und keiner merkt, dass es nie auf der Baustelle angekommen ist. Dann gibt es noch die Preisaufblähung. Bei großen Bauprojekten werden die Material- und Arbeitskosten absichtlich in die Höhe getrieben. Ein Dach, das 50.000 Euro kosten sollte, kostet plötzlich 150.000 Euro. Diese überhöhten Preise schaffen legale Profite, die aus Drogengeld oder weiteren nicht koscher seienden Praktiken erzielt wurden. Die gigantischen Bauprojekte mit unzähligen Positionen und komplexen Kostenstrukturen sind das ideale Versteck für solche Spielereien. Um das Ganze noch schwerer nachvollziehbar zu machen, wird das Schwarzgeld oft durch ein Netzwerk von Scheinfirmen geschleust. Die Baufirma überweist das Geld an eine Firma, diese Firma wiederum stellt eine Rechnung an eine weitere Firma aus, diese kauft Waren von einer anderen Firma und so geht es weiter durch die Kette. Jede dieser Scheinfirmen behält eine kleine Provision für den Service, das Waschen des Geldes und leitet den Rest weiter. So verliert das Geld jede Spur zurück zur eigentlichen Quelle. Wenn es schließlich an das finale Subunternehmen gelangt, ist es fast unmöglich, den Ursprung des Geldes zurückzuverfolgen.